Die Leidenschaft fürs Fliegen hat ihn schon als 9-Jährigen gepackt. Heute ist er einer der weltbesten Gleitschirmpiloten und fliegt auf dem ganzen Globus von Erfolg zu Erfolg. Chrigel Maurer, der Adler von Adelboden. Wer ist dieser Extremsportler? Was treibt ihn an auf der Suche nach der ultimativen Herausforderung? Woher kommt seine Fähigkeit, auch Misserfolge und Enttäuschungen in neue Ziele zu wandeln? Und woher kommt sein unbändiger Wille, sich immer weiter zu entwickeln? Ja, das ist super, wenn du kannst die letzte Stufe von hinten das Film machen. Wegen der B, das würde mir wundern, bin ich laufen. Mhm. Chrigel Maurer beim Sportarzt und Leichtathleten Christian Elbersold. Der sogenannte Laktatstufentest misst die Säure- und Sauerstoffwerte im Blut bei extremer Belastung. Je mehr Sauerstoff, desto fitter ist der Athlet. Nicht. Was noch? Ja, komm. Ich bin selber damit. Probieren? Ja. Okay. Ja. Okay. Go, 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 go. 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Okay, im Vergleich zum letzten Mal, anfangs, du bist überall mit der Herzfrequenz immer vielleicht etwa 4 bis 5 Schläge ein bisschen höher gewesen. Eigentlich würde man ja erwarten, dass du mit dem Älterwerden mit der Frequenz oben runterkommst. Das ist so ein halber Schlag pro Jahr, wo du dann runterkommst. Kann sein, dass du die letzten Jahre eigentlich nicht ganz voll hast können auswinden am Schluss. Ja. Also das in dieser Stufe und nachher haben wir hier noch der maximalen Stufe. Hier bist du eigentlich schön in der Achse. Ja. Aber wenn man es von der Seite her angeschaut hätte, dann ist es genau das, was ich vorher gesagt habe. Ähnlich vorne eingeknickt. Oder? Du gehst aufgrund des Rucksacks hier in den Hohlrücken rein und dann mit Überlastung ist vorne in der Leiste und das bin ich ein bisschen mehr auf der rechten Seite als links. Und dann musst du wirklich vorne dran hier noch kräftigen und den Rumpf noch ein bisschen aufbauen. Die akribische Vorbereitung und das Training gelten dem anstehenden Hike-and-Fly-Abenteuerrennen in den Pyrenäen. Chrigel trainiert mit seinem Coach Thomas Thuriat. Zusammen bilden sie ein fast unschlagbares Zweierteam. Das harte Training hier ist eigentlich für das Rennen in 10 Monaten im Sommer. Das Abenteuerrennen X-Pier, das vom Atlantik über die ganze Pyrenäen, 500 km Luftlinie, bis ans Mittelmeer geht. Und die 30 Teams, die starten, da muss der Athlet entweder mit dem Gleitschirm fliegen oder zu Fuß laufen oder rennen. Und der, der zuerst im Ziel ist, gewonnen. Und darum ist eben die Ausdauer so wichtig für mich als Athlet, aber auch für Thomas, der mich begleitet, der nachher mich unterstützt. Was bei mir noch dazu kommt, ist, wenn die Flugbedingungen sehr rau sind, sehr viel Wind, dann ist es für mich viel besser oder auch sicher,
wieder zu Fuß abzusteigen. Das heisst, ich will nicht nur fit sein, um das Wasser und das Essen für einen Kegel aufzutragen, sondern auch möglichst schnell wieder vielleicht 1000-1500 Höhenmeter absteigen, um unten beim Auto zu sein. Und weil eben die Anforderungen im Wettkampf so vielfältig sind, ist sicher auch wichtig, dass wir das Training so gestalten, dass wir dort unterwegs nachher für alles parat sind. Das passt recht gut mit diesen Instrumenten. Jetzt gucken wir noch den Notstream. Thomas, kannst du mal filmen? Weil das geht mir erst so schnell, da machst du nachher gar nicht mit. Ist gut? Ja, ist gut. Dann würde ihn wegschießen. Aber jetzt so ist der recht gut gekommen. He? Ja, das geht so schnell. Aber es ist gut. Und wenn du willst sehen, wenn es gelernt nehmen. Ja, genau. Wir haben ja gesagt, wir wollen es so einfach wie möglich machen. Ja. Und Neben dem Training und der Koordination ist Thomas' wichtigste Aufgabe während des anstehenden Rennens die Fokussierung von Kriegel. angenommen, es passiert einfach das Beste. Wettermässig, fitnessmässig, entscheidungsmässig. Wie sieht es denn? Was denkst du? Ja, das ist recht einfach. Also, dann läuft man los, um 11 Uhr ist der Start. Nachher in die Hügel, da kann man nachher starten, so am Nachmittag, um 2, 3, wenn wir dort sind. Dann machen wir noch einen Flug, vielleicht noch 50, 80 Kilometer. Dann läuft man noch ein bisschen, übernachtet. Am nächsten Morgen läuft man an den nächsten Startplatz. Und das sind die Pyrenäen. Wenn das im Juli gut fliegt, dann fliegen wir 250 Kilometer. Und das ist die Hälfte vom Ganzen. Und dann sind wir schon mal hier. Und dann ist es noch mal ein bisschen laufen, übernachten, am nächsten Morgen an den Startplatz und den Rest fliegen. Das wäre so der Optimalfall, denke ich. So 3 Tage. Das Gegenteil, was ist das Schlimmste, wo du das Gefühl hast, wir müssen uns darauf vorbereiten? Ja, dass es halt Niederschläge gibt, viel Wind, man kaum fliegen kann, dann muss man sicher irgendwo alles laufen. Die Wege sind recht verzwickt oder vielleicht viele Höhenmeter. Was ich wirklich noch spannend finde, der Schluss. Weil da gibt es wahrscheinlich über das Relief fliegen mit dem Umweg und Searees. Okay. Oder das Direkte. Aber das Direkte ist so Flachland, dass es wahrscheinlich nicht fliegt. Also wenn man es ganz professionell nehmen würde, müsste man es angucken. Aber es ist nicht um Das die haben wir jetzt Ecke. gesagt, das machen wir extra nicht, oder? Genau. Für dieses Rennen treffen sie eine ungewöhnliche Vereinbarung. Sie bereiten sich bewusst ungenügend vor. Dieses Mal sollen die Unwägbarkeiten und der Abenteuerfaktor die Herausforderung sein. Auf der Reise an den Start der X-Pyr machen die beiden einen Zwischenhalt an der Dune du Pilat bei Arcachon, einem speziellen Spot für Gleitschirmflieger. Der konstante Wind ist ideal, um die Flugtechnik zu verfeinern und mit dem Wind zu spielen. Ich bin hier schon 9 Stunden am Stück geflogen. Es ist extrem faszinierend, weil man es vielleicht eben daheim nicht so machen kann und weil man eben noch etwas noch dazu machen oder noch etwas anderes machen. Wenn ich höher in der Luft bin, dann kann ich auch Fehler machen. Die fallen nicht auf, weil ich eben weit weg bin. Aber wenn ich hier Zentimeter am Boden bin, dann ist jede falsche Steuerbewegung nachher sichtbar, indem man den Boden touchiert oder eben gerade weg fliegt vom Boden. Und so kann ich das feinere Fliegen viel mehr optimieren. Hondarribia, ein baskischer Küstenort an der französisch-spanischen Grenze am Atlantik. Letzte Vorbereitungen für das Abenteuer. Mit diesem Teamfahrzeug wird Thomas Kriegel durch die Pyrenäen begleiten. Regel, komm mal schauen. Das ist sehr spannend. Der ungewöhnliche Entscheid, sich bewusst weniger vorzubereiten, trägt bereits erste unliebsame Früchte. Das ist was mich interessiert. Was? Wie geht's weiter?
Von hier. Woher muss ich da fliegen, wenn ich von hier bin? Den ersten Abschnitt des Rennens müssen sie sich auf der Karte der Konkurrenz anschauen. Jetzt ist endlich Sonntag, der 13. Juli. Es ist 20 vor 11, also 20 Minuten geht es los zum X-Pier 2014. Hier ist der Start am Meer, im Sand, am Atlantik. Dann geht es 438 Kilometer bis ans Mittelmeer. Und Thomas, bist du bereit? Ich bin irgendwie parat. Ich bin ehrlich gesagt total nervös. Daheim haben wir so wie am Schreibtisch gefunden, jetzt machen wir mal ein Abenteuer, das ist nicht so gut vorbereitet. Jetzt merke ich schon mal, dass alle anderen super gute Landkarten haben und wir haben nicht mal eine Landkarte vom ersten Teil. Ich bin eigentlich bereit für das Abenteuer, aber ich habe keine Ahnung, was uns erwartet. Später. Viele der Weltklasse-Piloten, die hier teilnehmen, sind auch extrem ausdauernde Spitzenläufer. Wenn die Flugbedingungen schlecht sind, haben diese Athleten einen Vorteil, da sie notfalls auch zu Fuß Strecke machen können. Brauchst du noch etwas? Nein. Mangos, Leckerli. Alles gut, merci. Hey, jetzt muss ich hier auf der Autobahn. Nein, ich muss kehren. Treffen wir uns am Startplatz. Ja, ist gut. Mit dem gelben Sack. Ja, dann muss ich noch etwas zu trinken haben. Kannst du da vorne mal anhalten? Ja. X-Pier auf den ersten Tag. Wir haben gestartet. Wir waren gerade 1,5 Stunden unterwegs. Am Säckeln. Schon 16 Kilometer gemacht. Die Route meistens so. Irgendwelche spanisch-französische Straßen. Ein paar Schafe auf der Seite. Und irgendein Konkurrent im Rücken. Hello, Chris. Hi. Good. Yeah, Perfect. too hot. Too hot, yeah, and humid. We hope we can fly, eh? Yeah, we'll fly. Startplatz ist da hinter dem Baum. Hard here to find the trail, ne? Up here on the left. Yeah. Here is the trail. Wait. Da vorne. Ha. Ai. Super Weg. Endlich mal. Das ist super GPS. Jetzt sind wir auf dem ersten Wendepunkt, Larun. Es ist sicher noch speziell, dass man hinter dem Dunst das Meer noch sieht, 900 Meter. Hier fängt eigentlich das Abenteuer an. Bis dahin ist klar, dass man laufen muss. Hier oben ist schon eigentlich das erste Mal die Frage, kann man fliegen. Ja, in ein paar Minuten wird der Kegel, glaube ich, aufkreuzen und dann geht es los. So, jetzt sind wir noch auf einem besseren Weg. Das ist das Minimum, das man muss haben, dass man effizient steigt. Das vorher war ja extrem mühsam. In Tschechien. Nach 2,5 Stunden erreicht der laufstarke Mitfavorit Aron Durugati als erster Athlet den Startpunkt Larun auf 870 Meter über Meer. Aber wo ist die Regel?
Kriegel erreicht 12 Minuten nach Durugati als Zweiter den Startpunkt. Eine super Ausgangslage für ihn, denn seine große Stärke kann er beim Fliegen ausspielen. Nochmals gratulieren. Ist gut gekommen? Super. Ich will schnell schauen. Da hat es einen Startplatz. Du kannst auf der linken Seite laufen von mir, hast du die große Flasche mit dem besten Getränk. Du bist nach 3 Stunden da. Das ist mal eine super Leistung, oder? Nachher haben wir hier von dem zu rauf. Das Schinkensandwich. Was ist der Best Case, der passieren kann? Ne? Wir werden sehen, Du hast gestern am Strand gesagt, heute einfach nicht falsch machen. Was heisst das jetzt im Flug? Ich tue gerade abzaufen. Ist schöner Flug, gell? Es ist der erste Tag. Der vor 3 und wir Luft, es steigt super. In Frankreich, Spanien, hier unten an der Grenze. Hier sieht man das Meer, der Startplatz, der Sandstrand. Hiu! Während Kriegel den nächsten Wendepunkt anfliegt, macht sich Thomas auf den Weg, um vor ihm dort einzutreffen. Er wird sich um die Verpflegung kümmern und einen Platz zum Übernachten organisieren. Also wir sind jetzt hier, auf dem Pass. Der nächste wichtige Punkt ist hier, der Pictori, der zweite Wendepunkt. Und das ist Frankreich im Süden Spanien. Und nicht alle Pässe sind von beiden Seiten befahrbar. Das heißt, es wird sicher noch recht sportlich. Jetzt muss ich wieder finden. 3 Stunden später. Seit Kriegels Start haben die zwei keinen Kontakt mehr miteinander gehabt. Wir finden uns das erstes Mal nicht, weil wir einfach keine Netzabdeckung hier haben. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so schlimm. Und ich könnte mir jetzt verrückt machen und denken, Scheiße, man verwünscht es nicht. Aber vielleicht ist das Beste, wenn auch mal in Ruhe eine Stunde auf der Straße läuft und seinen Rhythmus findet. Ja, was ich einfach total spannend finde, ist so die Mischung zwischen kontrollieren und einfach passieren. Shit, ey. Ah. Unfällig noch. Wir haben einen guten Landeplatz da. Kriegel hat eine schlechte Thermik erwischt und muss zwischenlanden. Jetzt gilt es, so schnell wie möglich die nächste Erhebung zu erreichen und den Flug fortzusetzen. Ich hoffe eigentlich dort nicht. Der Wanderweg geht hier, ist nicht auf der Karte, die ich habe. Aber ich muss irgendwie die Luft. Es ist extrem aufwendig hier. Es ist heiß, feucht. Ich schwitze wie verrückt. Zum Glück habe ich vorhin noch einen Liter Wasser bekommen von Touristen. Sonst wäre es knapp, weil es hat zwar schon ein bisschen Wasser da, aber das reicht nicht zum Trinken. Ich halte jetzt gar nicht, wenn der Ausschnitt falsch ist. Ja, hier unten bin ich mal gelandet vor 3 Stunden. Es ist 2006, da unten auf dem Mund bin ich gestartet. Jetzt bin ich schon mal hier in diesem Scheissloch. Hier bei dieser Kreuzung bin ich vorhin da hoch, für zu starten. Jetzt ist es 2,5 Stunden später. Ich bin da, jetzt gehe ich aber hier. Weil dieser Weg geht Richtung zweiten Wendepunkt von Dori. Ja, schon 66 Kilometer zum Laufen. Längt heute noch nicht mehr ganz. Ja, ich meine, schlussendlich ist genau das, was wir gesucht haben.
zum herausfinden, wie macht man es denn, wenn es mal nicht so gut läuft. Jetzt läuft es gerade mal nicht so gut los. Ich weiss aber auch, ich kann nicht viel anders machen, als überlegen, was macht er und das Gleiche machen. Irgendwie regt es mich ein bisschen auf, ehrlich gesagt, dass wir es vielleicht nicht genug gut antizipiert haben. Ja, es ist so eine Mischung von Gefühlen. Locker lassen, aufregen. Habe ich schon ewig lange nicht mehr gesehen. Ich hoffe, gehe davon aus, dass der Regel eigentlich ein bisschen zu wenig ist. Wahrscheinlich auch nichts mehr zu trinken hat. Jetzt haben wir gerade nachgekauft. 10 €, ein super Schinkensandwich und Milchschocke. Es ist ein bisschen komisch, guckt, als ich Französisch habe probiert, ein Schinkensandwich zu bestellen hier im Lädchen, aber es hat funktioniert. Gegen Abend endlich wieder Handyempfang. Regel, bist du auf einer Teerstrasse? Also. Weißt du was? Das Einfachste ist, ich kann in einer halben Stunde in Urepel sein. Und dann laufen wir einfach bis zum Strassenende zusammen. Es ist wichtig, dass sie sich vor 10 Uhr treffen und ein Nachtlager finden. Punkt 10:30 beginnt die Nachtruhe und die Athleten dürfen sich, gemäß Reglement, nicht mehr weiter fortbewegen. Hey, geile Sicht, super gemacht. Kannst du mal suchen? Ja. Also schau mal, wir haben noch 40 Minuten Zeit. Das ist 10 Kilometer. 10 Kilometer. Jetzt bluffst du. 8. Nein. Nein, such mal. 4 Kilometer. Also nicht, wie die das gedacht haben, da reinzukommen. Hey Thomas, in der Hochsitz wäre doch cool. Ja, komm, das machen wir. Das wäre doch das Jägererlebnis. Nein, eben und voll Brennnessel und verschissen. Oh, da ist es gut. 5 Minuten vor der Zwangsruhepause finden sie eine geeignete Unterkunft. Nach dem ersten Tag hat sich Riegel trotz erschwerter Bedingungen im vorderen Feld der Athleten platzieren können. 90 Kilometer sind bereits geschafft. 350 sind es noch bis zum Ziel an der Mittelmeerküste. Hey, das hast du super gemacht. Es geht. Ja? Es geht. Hast du einen großen Fehler gemacht in der Luft? Nein, weiß nicht. Wo hast du den Fehler gemacht? Weiß nicht. Ist doch nicht gegangen. Weißt du, was ich vorschlage? Jetzt mal dich gut erholen, essen und nachher nochmal richtig Tag probieren lernen, was heute bei diesem Abenteuer passiert ist. Ja. Ja. Am Abend wird das Erlebte noch einmal besprochen, damit der Kopf leer ist für die kommende kurze Nacht. Wir sind hier, um etwas zu lernen. Wir machen sehr viel, was nicht funktioniert. Was könnte man noch besser machen am heutigen Tag? Also für mich ist einfach extrem ein Unterschied zu den Alpen, weil es hier so, das ist so wie im Jura. Und die Basis knapp über den Hobel. Und das ist so, wenn du über dem Hobel bist, dann hast du eigentlich noch gar nichts. Dann fliegst du ins nächste Loch und dann musst du gucken, dass du nicht absaufst. Und ich habe nie gewusst, wo ich herkomme. Ich habe nicht gecheckt, wo du bist. Ich bin sicher, du Sauerstoff führen oder so. Weil der andere ist hier drüber geflogen. Morgen kann es sein, dass wir irgendwo sind und keinen Empfang haben. Und dann kann es sein, dass ich um 10:30 in ein Hotel muss. Also das ist ein Punkt, Wenn das wollte ich gerade jetzt machen. Du musst mehr Stutz haben. Ja, für heute jetzt gelangt, aber für morgen nicht mit. Ne? Ja. In der nächsten Folge: Das X-Pier-Abenteuer geht weiter. Das Kopf-an-Kopf-Rennen spitzt sich zu.